wir uns heute beschäftigen und werden ihm helfen, sich zu öffnen und die Energien zu harmonisieren. Für den Anfang komm in einen aufrechten Sitz. Du kannst gerne den Meditationssitz wählen oder den Fersensitz. Kannst dich auch gerne auf einen Stuhl setzen, auf ein Kissen und legst deine Arme angewinkelt an deinen Oberkörper. Jetzt bring die Hände in ein Gebetsmudra und lass die Finger nach vorne zeigen. Deine Daumen machen so eine ganz kleine Höhle. Die Wirbelsäule ist aufgerichtet, das Kinn geht locker zum Kehlkopf. Du kannst die Augen schließen oder schaust zu deinen Daumen. Wenn du die Augen schließt, kannst du dich auf das Augenbrauenzentrum oder dein Herzzentrum konzentrieren und nimmst zunächst ein paar tiefe Ein- und Ausatemzüge. Das Anahata Chakra, dein Herzbereich, dein viertes Energiezentrum, steht für das Element Luft. Und wir benutzen zum Anfang dieser Stunde dieses Element, um ganz leicht zu werden von allen schweren Dingen, die so auf Körper- oder mentaler Ebene in uns schlummern. Öffne nun die Augen und schau auf deine Hände. Atme durch die Nase ein und puste mit dem Ausatmen die Luft zwischen die Finger deiner Daumen, zwischen die Lücke deiner Daumen. Atmest ein und pustest. Stell dir vor, wie alles mit dem Ausatmen über die Daumen abgegeben wird an das Luftelement. Und dieses lässt es wegfliegen, verteilt es, sodass es nicht mehr so schwer auf dem Herzen liegt. Das Herzelement steht in Verbindung mit deiner Fähigkeit zu lieben, Liebe zu empfangen und gleichzeitig Liebe zu geben. Ihm gegenüber steht die Angst. Alles, vor was du Angst hast, entwickelt sich entweder in Wut oder Hass oder Gier, Angst vor Verlust oder Angst, dass der andere dich nicht mag oder Angst zu versagen. So viele Ängste. Dem gegenüber steht die Liebe zu dir selbst, zu deinen Mitmenschen, zu den Mitbewohnern der Erde und darüber hinaus. Nimm noch einmal einen tiefen Ein- und Ausatemzug und lass alles los, was dich ängstlich macht. Dann atme ein und öffne dein Herz. Bring alles nach außen, was nicht mehr zu dir gehört. Atme durch die Nase ein und durch den Mund aus. Noch zweimal.
Dann bring die Hände wieder ins Gebetsmudra vor dein Herz. Wenn du möchtest, lege die Daumen an dein Brustbein und wir beginnen mit dreimal Om und dreimal Shanti. Entweder du hörst zu oder du singst einfach mit. Einatmen. Om. 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 Shanti, Shanti, Shanti. Wenn du die Augen geschlossen hattest, dann öffne sie wieder und lockere deine Beine. Komm in den Fersensitz und wenn der Fersensitz nicht so dein Sitz ist, dann setz dich auf das Kissen oder in den Meditationssitz oder in den Langsitz. Das Becken ist aufgerichtet, das Brustbein hebt sich, das Kinn geht wieder leicht zum Kehlkopf und die Arme sind ausgestreckt. Deine Hände klappen nach innen, die Schultern sind entspannt. Schließe die Augen und konzentriere dich auf dein Brustbein. Und beginne nun ganz schnell durch die Nase auszuatmen und ganz entspannt den Einatmen kommen lassen. Entweder du machst es ganz langsam oder du machst es schnell und kommst in den Feueratem. Bleibe beim Atem, ich erzähle dir immer so ein bisschen was dazu. Der Feueratem lässt jetzt erstmal Feuer entstehen. Und dieses Feuer verbrennt alles, was nicht mehr in deinen Körper auf physischer, auf psychischer, auf emotionaler Ebene zu suchen hat. Deswegen gib richtig Feuer. Jetzt atme ein. Dreh deine Handflächen nach oben. Atme aus und bring deine Handflächen im Gebetsmudra vor dein Herz. Bleib aufgerichtet und beginne jetzt ganz schnell hin und her zu drehen. Atme dabei tief ein und aus. Das Feuer hat jetzt alles verbrannt. Und jetzt lockern wir noch das, was überall hängt an Asche. Kann sein, dass du jetzt auch ein bisschen husten musst, weil gerade so jetzt noch im Frühling gerne Verschleimungen so im oberen Bereich. Ups, jetzt habe ich auf Mikrofon gehauen. Also Verschleimungen hängen so im oberen Bereich. Und durch diese Bewegung können die sich lösen. Und wenn du noch tief ein- und ausatmest, kann es wirklich dazu kommen, dass du hustest. Das ist super. Dadurch lösen sich die Verschleimungen. Also immerzu alles loslassen. Dann komm wieder in die Mitte zurück. Löse die Hände und gib dir einen Moment so, um in den Brustbereich hineinzuatmen und hineinzuspüren. Vielleicht hast du das Gefühl, dass der Atem jetzt schon wieder ganz anders fließt wie am Anfang der Stunde.
Du kannst immer wieder den Sitz ändern, die Beine ausschütteln, auslockern. Ich bleibe jetzt im Fersensitz. Du kannst aber jetzt die nächste Sequenz in einem anderen Sitz machen. Nimm deinen linken Arm nach oben, atme ein und ausatmend dreh dich so leicht nach vorne. Richtest dich wieder auf, wechselst zur anderen Seite. Einatmen, ausatmen. Ein. Das ist jetzt so ein kleines Tanzen. Das Windelement ist ja auch ganz spielerisch, ne? Hat so ein bisschen was von einem Kind. Und jetzt alles, was wir verbrannt haben, an Asche in uns hängt, darf jetzt durch das Windelement nach außen strömen. Dadurch kannst du oder dafür kannst du tief ein- und ausatmen. Die Wirbelsäule rundet sich und streckt sich und macht so eine wellenförmige Bewegung. Ein letztes Mal. Jetzt bring beide Arme nach oben. Guck noch mal, dass das Becken aufgerichtet ist. Atme jetzt aus und dreh dich zur Seite. Einatmend, die Arme heben sich. Ausatmend zur anderen Seite. Deine Arme sind die Verlängerung deines Herzens. Deshalb, wenn du jemandem die Hand gibst, ist ja im Moment nicht erlaubt, aber generell, wenn wir jemanden umarmen oder die Hand geben, dann geben wir ein Stück von unserer Herzensenergie. Immer wieder bei dieser Bewegung darauf achten, das Becken aufzurichten, weil sonst drehst du aus dem Hohlkreuz und es tut dem unteren Rücken nicht so gut. Jede Seite noch einmal mit einem tiefen Ein- und Ausatmen. Komm wieder in die Mitte zurück und lass die Arme sinken. Komm in den Kniestand. Bring die Arme nach oben, Handflächen zeigen nach oben. Öffne die Knie ruhig ein bisschen. Denk nochmal an das Becken, was sich aufrichtet. Das Kinn geht leicht zum Kehlkopf und du atmest zunächst tief ein. Und mit dem Ausatmen neige dich zur Seite. Ein und aus. Schau mal, ob dein Kiefer entspannt ist. Jetzt neige dich ganz allmählich zur Seite, löse deinen rechten Arm und stütz dich auf. Dein linkes Bein geht nach außen, das Becken ist aufgerichtet. Und jetzt beginne vom Arm her zu kreisen. Einatmen und ausatmen. Ein und aus. Wer so mit den Schultern Probleme hat, der kann das auch mit einem kurzen Hebel machen. Ein und aus. Wenn dir schwindlig dabei wird, weil der Kopf immer so drehen muss, dann schau einfach auf den Boden und lass nur die Schulter kreisen. Lass den Atem führen. Beim nächsten Mal bleibe hier und bring den Arm ganz weit an den Kopf. Schau entweder gerade oder zur Decke und beginne jetzt
mit dem Feueratem. Atme tief ein, gib dir nochmal Länge, halte kurz und ausatmend lass den Arm sinken. Der kommt jetzt neben den Arm etwas weiter nach vorne. Atme aus. Mit dem Einatmen dreh dich so weit nach hinten, wie es passt. Ausatmend wieder nach vorne. Ein. Der Kopf dreht so weit mit, wie es für dich angenehm ist, oder du lässt ihn auch wieder gerade oder er schaut auf den Boden. Jetzt bleibe in der Mittelposition. Schau entweder nach vorne oder zu deiner Hand. Richte das Becken nochmal auf und atme tief ein und aus. Kannst die Augen geöffnet oder geschlossen halten. Noch einmal tief einatmen, jetzt komm nach oben und wechsel auf die andere Seite. Das Becken wieder aufrichten, einatmend den Arm heben, ausatmend kreisen. Mit bewegtem Kopf oder mit fixiertem Kopf, Blick zum Boden. Lass hier wieder den Atem, die Bewegungsgeschwindigkeit entscheiden. Wenn du schneller arbeiten möchtest, dann atme schneller oder denk dran, wenn deine Schulter lieber kleinere Hebel mag, dann nimm kleinere. Einatmend, bring den Arm jetzt zu deinem Kopf. Schau entweder gerade oder nach oben. Becken ist aufgerichtet und wenn du noch Kraft hast, beginne wieder mit dem Feueratem. Wenn dein Kopf zu heiß ist, bleibe bei dem tiefen Bauchatem. Kiefer- und Augenmuskulatur ist entspannt. Atme ein, halte kurz den Atem und dann atme aus und bring die Hand wieder auf den Boden. Einatmend öffne und ausatmend schließe. Und vielleicht merkst du, dass diese Seite sich viel weiter oder weniger weit drehen lässt. Entweder den Kopf mitnehmen oder den Kopf fixiert halten. Auch hier kannst du so ein bisschen spielen. Lade das Windelement ein. Ein bisschen Spaß zu haben. Experimentiere. Und dann komm wieder in die Mittelposition. Schau der Hand hinterher oder auf dem Boden oder gerade. Lass den Atem tief werden. Mit dem nächsten Ausatmen komm mit der Hand nach unten, löse den Fuß hinten und
dreh dich. Du bist jetzt im Stütz. Dein rechtes Bein müsste jetzt ausgestreckt sein. Wenn es das linke ist, ist auch nicht schlimm. Nimm nun jetzt diagonal den Arm nach vorne. Also wenn das rechte Bein gestreckt ist, linker Arm. Wenn das linke Bein gestreckt ist, rechter Arm. Atme ein und mit dem Ausatmen komm zurück. Achte darauf, dass das Becken aufgerichtet ist. Wechsel. Um dein Herz zu öffnen, ist es immer wieder wichtig, ein gutes Fundament von den unteren 3 Energiezentren zu haben. Jetzt sind wir gerade bei der Stabilisierung von den unteren 3 Zentren in Verbindung mit deinem Brustchakra. Letzte Mal. Ausatmen darf jetzt mal die Wirbelsäule ganz rund werden und dein Kopf darf hängen. Atme in dieser Position tief ein und aus. Mit dem nächsten Einatmen geh in die Gegenbewegung. Öffnest das Brustbein. Jetzt wirklich über das Brustbein arbeiten, nicht über den Hals. Der Hals ist zwar lang, aber nicht eingeklappt. Atme auch hier tief in den Bauch, die Rippen, die Brust, die Schultern, den Rücken ein und aus. Massiere den Körper von innen. Noch einmal tief ein- und ausatmen. Und dann komm in die Bauchlage. In der Bauchlage die Arme ausstrecken und die Handgelenke kreisen. Andersherum kreisen. Dann platziere deine Hände so links und rechts neben die Brust. Deine Arme legen sich jetzt ganz nah an den Körper und die Stirn kommt auf den Boden. Dein Schambein schmiegt sich auf dem Boden, so ist der untere Rücken geschützt. Dem nächsten Einatmen hebe den Kopf nach oben und öffne dich jetzt vom Brustkorb her, von der Halswirbelsäule her. Die bleibt lang, aber öffnet sich trotzdem so, als wenn jemand so ganz sanft deinen Kopf nach vorne zieht. Schau zunächst in die Weite. Stell dir vor, du siehst jemanden, den du ganz, ganz lieb hast. Und dann schließe die Augen. Nimm dieses Gefühl wahr, was entsteht, wenn du jemanden ganz doll liebst. Liebe hat viele Facetten. Du liebst ein Kind anders als deinen Partner oder die Partnerin oder deine Eltern. Liebe ist immer bedingungslos. Verbinde dich mit diesem Gefühl der bedingungslosen Liebe. Noch einmal tief einatmen.
Dieses Gefühl ausbreiten lassen und ausatmend komm zurück in die Bauchlage. Mach mit den Händen so ein kleines Kissen. Lass die Fersen entspannt nach außen fallen und leg die Stirn oder die Wange auf die Hände. Mit dem nächsten Einatmen komm nach oben. Bring die Hände so links und rechts neben deine Brust. Die Beine kommen etwas weiter auseinander. Du gibst Druck auf die Hände, schiebst dich nach oben und kommst erneut in den Stütz. Gibt jetzt zwei Varianten. Die etwas schwerere Variante, wenn deine Handgelenke noch mitmachen, stellst die Füße auf, bringst die Hände etwas weiter nach vorne vor deinen Schultern, hebst die Knie an und kommst in den herabschauenden Hund, bleibst im herabschauenden Hund und atmest tief ein und aus. Wenn deine Hände gerade keinen Spaß dran haben, lass den Rücken rund werden und komm in die Katze. Atme tief. Spür in dein Herz hinein und spüre, was du mit dem Ausatmen gerne loslassen möchtest. Dem nächsten Einatmen komm, wenn du in der Katze bist, in die Kuh, also mach ein Hohlkreuz, und wenn du in den herabschauenden Hund bist, setz die Knie ab, länge die Füße und komm in den nach oben schauenden Hund. Wer in der Katze war, kommt jetzt in die Kuh oder in den Pferderücken. Und jetzt lade ein, was du gerne in dein Herz einladen möchtest. Stelle dir vor, wie du es mit dem Einatmen einsaugst. Atme noch einmal ein. Und jetzt mit dem Ausatmen, egal welche Variante du gewählt hast, schieb den Po Richtung Fersen und bring deine Hände ins Gebetsmudra. Lege die Stirn auf den Boden. Das Gebetsmudra verbindet dich jetzt auch mit einer höheren Instanz. Und jetzt kannst du diese Instanz, wie du sie auch nennen möchtest, Universum, Buddha, Gott, einladen, dich zu segnen. Dass das, was du durch den Atem eingesaugt hast, in dir sich ausbreite und für Heilung sorgt. Atme tief ein und aus. Gleichermaßen kannst du mit dem Gebetsmudra auch abgeben, dass dir die höhere Instanz hilft, einfach Dinge loszulassen auf vielleicht eine andere Art, wie du denkst.
Nun rolle dich langsam wieder auf und bring all das zur Erde zurück. Wir kommen jetzt zu einer erdenden Asana. Entweder du kommst in den Kretschsitz, also die Beine geöffnet, die Finger ineinander verschränkt und die Zeigefinger nach vorne. Oder wenn du von der Hüfte her und den Waden beweglich bist, kommst du in eine tiefe Hocke. Die Hände sind die gleichen. Die Wirbelsäule ist aufgerichtet, dein Hals ist ganz locker. Egal welche Variante du jetzt gewählt hast, schau in die Weite. Lass die Augen geöffnet und beginne jetzt im Feueratem zu atmen. Oder wenn dein Kopf schon ganz voller Hitze ist, bleibe im tiefen Bauchatem. Jetzt atme tief ein, halte kurz und atme aus. Komm in den Sitz und streck die Beine aus. Wenn deine Arme noch halten können, bring die Arme nach vorne, fauste sie und lass die Daumen ausgestreckt. Wenn deine Arme lieber entspannen möchten, lege sie ab. Mit dem Einatmen rollst du jetzt, so als wenn du dich hinlegen willst, nach hinten. Und mit dem Ausatmen komm nach vorne. Einatmen und aus. Kannst du so ganz gemütlich machen oder aktiver. Je nachdem, was du jetzt noch brauchst. Ob du noch ein bisschen Bewegung brauchst, noch ein bisschen mehr Hitze brauchst oder ob du eher so der Gechillte bist. Ich bin heute eher der Gechillte. Also werde ich mal so ein bisschen gechillt arbeiten. Ist jetzt eine gute Übung oder Kriya, um nochmal so die Nieren zu stärken. Die Nieren, die sehr viel arbeiten, um so Stresshormone abzubauen, die wir doch hier und da wieder im Alltag aufbauen. Wenn du das nächste Mal nach vorne kommst, bleibe vorne und leg deine Arme ab. Richte nochmal die Brustwirbelsäule auf und lass dich jetzt ganz entspannt nach vorne sinken. Es geht nicht darum, dass du jetzt total weit nach vorne musst, sondern eher so, dass du im Herzbereich aufgerichtet bleibst und dich aus vollem Herzen verneigst. Nicht dein Kopf will nach unten, sondern dein Herz möchte nach unten. Und der Atem fließt tief ein und aus. Diese Asana steht für das Wasserelement. Du hast mit Feuer Dinge verbrannt. Du hast sie mit dem Luftelement aufgewirbelt.
Und jetzt hilft dir das Wasserelement, alles auszuschwemmen und abzugeben. Lass sich diese höhere Instanz darum kümmern. Und du wirst erstaunt sein, was entsteht, wenn du loslässt. Meistens anders als erwartet, aber immer schön, heilend und wachsend. Noch einmal tief ein- und ausatmen. Kommst du langsam wieder zurück in den Sitz. Gibst dir einen Moment im Sitzen und kommst zum kurzen Nachspüren in Shavasana, die Rückenentspannungslage. Wir ruhen uns jetzt kurz aus und danach kommen wir zu einer Meditation im Sitzen. Deswegen schau, ob du noch körperlich irgendeine Ausgleichsbewegung brauchst. Mach das. Der Jörg wird jetzt für uns eine entspannte Melodie spielen. Und ich möchte dich jetzt gar nicht mit Worten zustopfen, sondern einfach dir den Moment geben, um nach innen zu hören, zu lauschen, was dein Herz dir sagen möchte. Lass den Atem wieder tiefer werden. Bleib mit der Wahrnehmung noch ganz bei dir und mach nur kleine Bewegungen in Händen und Füßen und komm mit wenig Bewegungen in einen Sitz deiner Wahl, wo du jetzt die nächsten paar Minuten gut mit aufgerichteter Wirbelsäule sitzen kannst. Eventuell hol dir noch ein Kissen. Kommst dann auf deine Art nach oben.
dir einen Moment im Sitzen und spür, wie sich dein Körper anfühlt, wie sich dein Herz anfühlt oder der Bereich um dein Brustbein. Nun geh mit der Wahrnehmung zu deinem Kopf und spüre in deinen Kopf hinein, ob Gedanken hin und her rauschen, ob du Farben wahrnehmen kannst. Die Meditation, die wir jetzt machen, wird dafür sorgen, dass dein Kopf zur Ruhe kommt und dein Herz mehr sprechen darf und dass du das, was dein Herz zu dir spricht, auch wahrnimmst. Das kannst du nur dann wahrnehmen, wenn Ruhe im Kopf entsteht. Bringe deine Hände nach vorne, die Handflächen zeigen zueinander und dann lege angewinkelt deine Arme an deinen Rumpf. Einatmend, bring den Arm nach oben. Ausatmend, bring ihn nach unten. Mach das Gleiche mit der anderen Seite. Wenn deine Schulter diese hohe Bewegung nicht mag, bring den Arm nach vorne. Ein und aus. Ein und aus. Werde jetzt etwas schneller. Schließe die Augen und konzentriere dich auf das Augenbrauenzentrum. Wir machen diese Meditation circa 3 Minuten. Schau noch mal, ob dein Kiefer entspannt ist. Könnte sein, dass so irgendwann mal deine Arme schlapp machen wollen, aber ich glaube, 3 Minuten schaffen das deine Arme, auch wenn dein Köpfchen dir gerade was anderes erzählen will. Ist immer eine gute Option zu lächeln. Deine Finger sind entspannt. Jetzt atme tief ein, schüttel deine Arme aus, lass noch mal alles raus mit dem Ausatmen und lass die Arme sinken. Du kannst jetzt mit den Daumen und Zeigefinger das Chin Mudra machen oder lässt die Hände ganz locker liegen und spürst nun in deinen Kopfbereich, Augenbrauenzentrum, Stirn. Und dann bring deine Hände ins Gebetsmudra vor dein Herz
Und gib dir einen Moment und spür in dein Herz hinein, dein Herzzentrum. Vielleicht kannst du Farben sehen oder Enge oder Weite spüren. Spür einfach rein, was dir dein Herz sagen möchte. Und wir beenden die Stunde mit dreimal Om und dreimal Shanti. Atme ein. Om. 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 Shanti, Shanti, Shanti. Ich bedanke mich für dein Mitmachen und wenn dir die Stunde gefallen hat und du neugierig bist, was wir noch so im Petto haben, weil wir haben gerade wahnsinnig viele Ideen, dann abonnier doch einfach unseren YouTube-Kanal.